Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es gibt eine Nachricht für uns. Ihr dürft wählen. Und ich bin gespannt. Was die Karten uns hier raten oder mitgeben oder sagen wollen. Ui, da kommen die schon rausgeschossen. So, dann würde ich sagen, sucht euch eine Seite aus. Ich bin heute schnell, ich nehme diese Seite. Wir schauen, was kriegen wir hier gesagt? Berufliche Selbstständigkeit ist natürlich so eine Sache, ne? Viele von euch arbeiten nicht, aber möglicherweise geht es auch darum, dass wir an Themen unabhängiger werden, an denen wir arbeiten, oder dass wir irgendeine sinnvolle Beschäftigung finden oder tatsächlich vielleicht sich nochmal mit der Berufung auseinandersetzen. Wir haben möglicherweise hier die Situation, wo wir durch einen Stillstand oder eine festgefahrene Situation einen Konflikt kriegen. Es kann jetzt hier mit den Einnahmen sein oder ja, dass sich irgendwas auch so festgefangen hat, dass man irgendwas ins Netz gegangen ist und dass das Konflikt mitbringt. Vielleicht kann der ein oder andere auch nicht so, wie er gern hätte. Ich sage uns gleich mehr. Es kann eine Situation sein, wo man tatsächlich einen Streit hat mit dem Leben an sich oder wo man sich so eingefahren hat in etwas, dass es nicht vorangeht. Wir haben von den Tarotkarten, dass uns friedliche Zeiten bevorstehen. Ja? Das ist schon mal schön. Hier ist das Friedensschließen. Hier beendet man einen Streit. Ein Streit kommt auch zum Stillstand. Man hat hier das Ziel in der greifbaren Nähe. Es wird nicht mehr so stressig sein. Uns erwarten glückliche Zeiten. Hier ist auch das Reisen. Vielleicht auch ein anderes Land, das heißt, wir begrenzen uns nicht mehr, wir erweitern unsere Grenzen. Wir haben vielleicht Kontakte mit dem Ausland. Auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Energie, die Frieden mitbringt bei irgendwas, mit dem man einen tiefen Konflikt hatte. Hier ist ja der Stillstand und hier haben wir so das Hinausschieben von Entscheidungen. Man weiß wahrscheinlich, was es ist. Es kann jetzt aus dem beruflichen Bereich sein oder aus einer Situation im Leben an sich. Es kann auch sein, man hat etwas nicht getan, um einen Streit zu vermeiden oder einen Konflikt mit jemand anderem. Aber hier ist es einfach gut, dass man seinen Weg geht, dass man sich nicht begrenzt, dass man seine Grenzen erweitert. Wir haben hier Konflikt und Frieden schließen, das ist in gewisser Weise, das eine ergibt das andere. Und hier ist eine Lösung zu sehen, die einfach für alle Beteiligten optimal auch ist. Ne? Die Karte bringt einfach auch Chancen mit, die unserer tiefsten Leidenschaft auch entsprechen. Möglicherweise steht man sie hier auch selbst im Weg, ne? Weil man seine Grenze nicht erweitern will, sondern weil man sich in der Komfortzone bewegen will. Aber hier weiß das Herz schon, was es will, und man geht hier mutig voran, ohne Zweifel. Ne?
um dann in die Situation zu kommen, wo man eben nicht bewusst auch im Stress war, sondern wo man gesagt hat, so, ich schließe jetzt Frieden damit und mache mir den Weg frei. Hier ist man wieder in dieser Phase, wo man was erkundet, ne? Wo Hoffnung ist, auch in schwierigen Zeiten, wo sich das Gefühl von Urlaub manifestiert oder ja, wo man einfach guckt, wie weit man schon gekommen ist. Möglicherweise hat der ein oder andere hier auch tatsächlich den Wunsch, sorry, nach beruflicher Selbstständigkeit oder Unabhängigkeit, Erweiterung für das eigene Unternehmen. Für einige gilt es vielleicht auch darauf zu gucken, wo sind sie schon so eingefahren, wo brauchen sie irgendwo auch als Unternehmer einen neuen Kurs, wo macht man etwas noch mit Hingabe oder wo zollt man irgendwie seine Stunden runter. Das eigene innere Interesse ist hier sehr wichtig und es kann ja auch sein, dass der ein oder andere hier tatsächlich dazulernt, wir haben hier das Ausland, das Reisen dabei, das sich erweitern, wie er da seine eigenen Grenzen sprengen kann auch. Wir gucken, was die Vögelchen noch dazu sagen. Ist hier schon ein bisschen speziell. Wir haben den Tukan und der Tukan sagt, ich komme in dein Leben und bringe dir Lebendigkeit. Hier ist ja Stillstand, ne? Tatendrang und Freude. Die Lust am Leben durchdringt dich und macht dich lebendig. Mache die Sachen, die du dir sonst nicht erlaubst. Auch eine Möglichkeit, also überhaupt mal etwas zu tun, anstatt in diesem Loch zu verharren, ist hier, glaube ich, die Auflösung. Gucken wir uns die andere Seite an. Was habt ihr Schönes? Ihr habt die himmlischen Zeichen. Das heißt, ihr kriegt Zeichen gesendet und ihr bittet auch darum, aber vielleicht erkennt ihr sie nicht. Ihr habt das Lagerfeuer und die Öffentlichkeit. Hier ist es vielleicht so ein bisschen ein Pendant, die Komfortzone zu verwechseln, sich mehr zu zeigen. Das Außen hat eine große Rolle. Das sich vermarkten oder sich zeigen, wie man ist. Familienthemen. Ihr dürft einen Gang runterfahren. Und von den Tarotkarten habt ihr hier, ja tatsächlich, ne? Hier gibt es viel zu tun. Man macht vielleicht einen Spagat zwischen den Dingen. Hier kommt ein Helferchen, der sagt, du kannst alles schaffen, aber es braucht ein bisschen Struktur, einen Plan, eine Organisation. Möglicherweise ist hier auch jemand, der euch weiterbringt oder ein Zeichen, ein loyaler Mensch, ein Freund, eine Person, die Geduld hat, die ein großes Herz hat und die bereit ist, irgendwas anzupacken. Ne? Hier ist ja der Klee auch mit drauf, der kurze Zeitraum, das Glück. Aber es ist ja auch, manchmal ist auch Tempo rausnehmen, bevor viele Unachtsamkeitsfehler passieren, so ein Ding. Ihr habt die 3 der Emotionen. Hier gibt es Abschlüsse, etwas, was man befeiern kann, neue Freunde, neue Menschen, Gleichgesinnte. Etwas wird erfolgreich beendet, zugleich fängt etwas Neues an. Es kann sein, dass es hier sehr wuselig ist und dass ihr auch immer wieder so das Heimische braucht. Wenn wir jetzt nach den himmlischen Zeichen gucken, dann habt ihr wahrscheinlich schon abgegeben. Meistens sagt man Schmetterlinge oder Tiere oder Federn oder so. Aber manchmal sind die Zeichen auch wo ganz anders zu finden. Manchmal sind es natürliche Phänomene. Ich sehe öfters mal dann, wenn es gerade gar nicht so gut geht, Regenbögen oder sowas, ne? Oder auch doppelte Regenbögen habe ich öfters schon gesehen. Es geht eigentlich darum, dass man achtsam ist, also dass man die Zeichen auch nicht übersieht.
Und es geht darum, auch bestimmte Sachen, die von Menschen gemacht sind, anzugucken. Das kann ein Lied sein, ein Gegenstand, ein Ding, das sehr wichtig für uns ist oder schon ein Zeichen bereithält, aber wir es vielleicht nicht erkennen. Hier ist tatsächlich für euch auch ein erhörtes Gebet. Es könnte ein besonderer Tag bevorstehen und ihr könnt große Träume Schritt für Schritt umsetzen in die Tat. So, was sagen die Vögelchen noch? Die Blaumeise. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Verspieltheit, Ideenreichtum und Hingabe. Nimm eine neue Perspektive der Herausforderung deines Lebens ein. Gib deinen Ideen und Gaben einen Ausdruck und verwirkliche sie. Hier ist sehr viel Potenzial und die Energie ist so, dass sie entschleunigt, auch wenn es viel ist oder viele Elemente hat. Ne? Wunderbar, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.